Und damit herzlich willkommen zum dritten Part und zur dritten Stage, wenn man so will, ne? Ja, und wir reden jetzt gar nicht großartig drum rum. Mache hier immer so eine kurze Zusammenfassung vom Part davor und dann denke ich mir, naja, eigentlich auch ein bisschen unnötig, ne? Weil ich denke, auch wenn jetzt vielleicht immer ein bisschen Zeit da vergeht, eventuell könnt ihr ja nochmal so durchskippen, so was da ist, aber ich meine, größtenteils denke ich mal, werden die meisten sowieso nur wegen den anderen Sachen gucken, ne, wie ich mich da schlage und so. Und generell so ein bisschen wie das Spiel so aufgebaut ist. Wenn ihr Fire Emblem Fan seid, kann ich euch dann eigentlich sowieso empfehlen, dieses Spiel hier zu spielen, ne? Von daher machen wir einfach weiter. The tensions that rippled under the surface of Ely building in intensity and momentum were affecting the citizens of this nation in a profound way. As the youth journeyed through each province on his impromptu pilgrimage, he saw the face of his beloved country changing before his eyes. With each day came another town and fresh evidence of a coming storm. People everywhere jumping in at shadows and keeping huddled together as tough some primal instinct were taking charge. Even the childish faces of Yufa's spontaneous escort were somewhat grime as the party crossed the threshold of Ostia's enormous inner city gates. The ceremonial guard he'd only ever seen carrying batons now wielded naked steel and from every cradle and wall bristled the points of notched arrows. With this ominous sensation pressing down on him, Yusa sent word to his father of his arrival and prepared himself for the officious and concealed procedures he would have to endure over the course of the day. Akt 1, Kapitel 3, Force Shock. Warum steht da jetzt als Chapter 5? Das ist ein Fehler. What do you think, milady? Ostia is somewhat less impressive looking out from. I'm not sure I understand what you mean, Lord Yufa. Just thinking aloud, I suppose. It may be some time before we receive word from father. He is usually at mess this time of day. You could look around if you like. I just may actually. Any suggestions? The market's pretty impressive all year around. Sumeric, Isidera. Keep an eye on her. It's... of course, my lord. And what of you, soldier? I'm not sure, to be honest. I thought I'd know what I wanted to do once we got here. Can I be frank? Was? Kann ich frank sein? Of course, my lord. You are running from something. Perhaps it would be better if you lingered a while, where we may be able to help each other. You are too kind, my lord. Knocked it off. Oh, but this fruit is fantastic. What do they call this? This is dawnberry, milady. Your father has it served with every pork dish. Nonsense. I have known if I'd ever tasted such divinity. Ha ha, milady. If it's exotic fruits you are seeking, we should move closer to the edges of the city. Importers huddle around the gates, waiting for their papers to be approved. They often get impatient and start peddling their wares in the queer way. Was ist das jetzt schon wieder? Oh, that sounds fun. Sir Igla, shall we do that? Milady, you should remain close by the castle. It's only proper that we speak with Duke Ulrich as soon as we are able and explain the business with the manager. Oh, pooh, on your procedure. I want to see imports. Lady Isidera, do they bring in clothing as well? Oh yes, the finest fashions, straight from the gates of Aquilia. Don't encourage her.
Excuse me. I am seeking Lady Madeline of Kalen. This is she. What is your business? A summons from the castle. Lord Yufa would like to see her at her nearest convenience. Very well. Tell him we shall be there shortly. Aha, I always feel so regal. Ich fühl mich wie ein Regal. Nein. So regal when you speak for me, Sir Eagler. Indeed, we should make way for the castle, lady. Oh, I suppose. Castle Ostia. Glad you could make it, Madeline. I always feel ridiculous going through the motions when I speak to my father privately. I imagine it would be rather awkward calling the man who raised you my liege. Aye, that's the heart of it. Ever since I was given my own estate, he insists on addressing me as a baroon and not as a son. Ah, here they are. Greetings, your eminence. I am humbled to be in your presence, your grace. As am I to face you, my lady Madeline. How fares to good Marcus Kalen? Bloodhausen is good in health and in humor, my liege. I will tell him you asked of him when I return home. That would gladden me, my lady. And Lord Yufa, what of Ferry? I have not seen Marcus Albert since father's funeral ceremony, and I worry if his condition somewhat. I was considering granting him a... Oh, miss. I'm sure that would upset him more than please him, your eminence. He is anxious to continue his work and finish his many projects. He is a resilient one, that man. I hear Prince Desmond himself attempts to finalize the lifting of our livestock embargo. What can you tell me of that? Very little, your grace. I was there as witness and nothing more. Very well. Oh, on to business, and I'll get right to the point. A large Etrurian force is moving down from the eastern reaches. Their general has demanded passage with Ostia around Raide, Laos, Kalen and Kettelet. While it is clear they are marching for Bern, they will not tell us their intentions and refuse to hold position while I confer with the lords. This is troubling. What are your plans, if I may ask? To be honest, Lord Yufa, I am not sure what I should do. The Etruscans insists that I order the surrender of the Marquess and allow them their passage. But what then of our pride? We'll not be taken seriously as a nation for decades to come if we allow them the order is around, and yet we hardly the strength or resources to resist it. Then there are the possible repercussions of paving the road for a march on Bern. I see. Difficult position to be in, to say the least. Is there any way I may serve? Indeed there is. Before we begin, Lady Madeline, will you assist Lord Yufa in this? Oh, but of course. I have Sir Eagler with me, who is enough knight for both himself and I. Very well. Etrurian Frontier. This looks like the place. I don't see anyone around, though. Oh, this is so exciting! We are on a mission! Defending the liege from the looming Etrurian Empire against all odds! Calm down, milady. We are just here to take a peek at their force and send a report home. Yufa, don't be such a wet blanket. Of all the things I've been called, hold that thought. Ho, fellows. Oh, my apologies, ladies. Not at all. Jobs often are a lot easier when I'm mistaken for once the boys. I'm a little offended, though. Writer's job would be Lord Yufa of Red Grove. I'm here on behalf of Ostia today. You'll be the scouts we hired then?
Sorta. Hassa, here is the real talent. We are just here because he doesn't like talking to people. That's not true. What part? That we are not real scouts, or that you don't like talking to people? What do you know of the task then? That in pace in Lucian sovereigns. Ha! He's your precious payment, you harpy. Yufa, mind your manners, will you? It's fine. What do we do? I'm sure you've noticed the large army marching our way. We'd like some sort of idea of their number and intention. Eavesdropping, spying, we'll let you handle the details. We'll get it done. We've got the fruit or the hawk after all. What's going on? I can take a guess. And what do we have here? Spice, man acquire targets. Hold fire, well, ladies and gentlemen. Are we to believe you are but traders, rendering the night of rapid steel and coats of arms as you are? I don't see how that's your business, ma'am. I'm merely taking a ride with my attendants, and I'd rather get home for the evening. I suggest you tell your man to stand down and let me continue. If it were so simple, you see, I have reason to believe you are a danger to the Imperium. On the grounds of trespass and espionage upon Etrurian soil, I have the right to detain you and imprison you within our camp until such a time as your innocence can be discerned by a proper authority. Let's not pretend you care for proper procedure, my lady. It's obvious that your commander's ready for war. He wasn't. He just hasn't yet sounded the horn. I warn you, if he intends to bring that war to Lucia, I will stop him myself. What a braggadocio! Was für ein exotisches Wort ist das schon wieder? Very well, I am Edelweiss, Butcher Captain of the 3rd Army's External Resources Unit. It's my job to keep the mercenaries in line, you may say. I appreciate your candor, ma'am. Are we just going to ignore the butcher thing? I am Yufa. With me is my friend Melin and our cohort. Don't get too familiar, Yufa. I intended to flay your armor from your skin and then pluck you apart, limb by limb. I merely felt it polite to tell you the name of the one who would kill you. Fall back, let's make sport of this. Intense. Alright, boys and girls, keep together and watch all sides. They could have allies within southing distance. Let's hope we can get this done before they alert the main army. I get the feeling this woman doesn't like sharing her prey. Well said. I can't wait. Come to me, bleeding and broken, and beg for a quick death. Oh. Sehr poetisch. Schön gereimt der Satz. Moment, ich will mal schauen. So, am besten direkt. Hallo, ich will zurück. Genau, so. Achso, wir haben jetzt neue. Wir haben Sybil, jetzt muss ich mir das natürlich aufschreiben. Ob ich damit Übersicht habe. Wir haben Sybil, wir haben Tony und wir haben Hassa. Der hasserfüllte Hasser. So, gut. Ansonsten sind ja alle soweit, ja, die üblichen Verdächtigen. Gut. Okay, mit ihm kann sie auf jeden Fall reden. Das erstmal gucken, was da so geht. Ja, nicht viel eigentlich. Das sollte eigentlich... Nee, das sollte klappen, das sollte klappen. Komm, mach ihn fertig. Das war sehr gut, das war sehr gut.
Jetzt ist natürlich die Frage. Ja gut, da geht schon was, würde ich sagen. So, wunderbar. Da ist Chris. Da ist Edelweiss. Wer ist dieser Chris eigentlich? Info. Ach, der. Verstehe. Gut. Also, aber wir müssen nur die Edelweise defeaten, dann haben wir quasi sozusagen die Mission gewonnen. Ja, wäre natürlich am besten, wenn wir uns so verschiedene Gruppen aufteilen wieder, ne? Ich würde sagen... Ja, was würde ich sagen? Das habe ich noch Bogenschütze. Okay, der kann auf jeden Fall noch mit der da reden. Eigentlich soll ich mal die Bogenschütze erstmal hier so rauslocken, sag ich mal. Das passt eigentlich schon. Also die drei bleiben auf jeden Fall zusammen. Beziehungsweise, ich glaube, die ganzen Scouts gehen zusammen mit dem Uta und der Heilerin und... Also die 5 gehen zusammen und genau. Und der Igler bleibt dann bei denen aneinander. Das ist, glaube ich, ganz gut. I understand you are in charge of these here mercenaries. I speak for them if that's what you mean. Because I pretty much does what he wants and we take along. Ah, I apologize for presuming, miss. It is my experience that alien women tend to find mercenaries drawn to them and no the other way around. Well, it's my experience that stuffy above the salt types like you don't care to associate with rats like us. Excuse me? You protect your little lordling, Sir Knight, leave the real work to us. Come now, lass, have you no respect? Not for you, for your kind, I'm afraid. I'm not sure whether I should be more outraged or ashamed. So, ja, der Haken, der geht dann mal nach da. Der Uther, der geht mal nach da, ja. Und genau, du wirst auch die hier unterstützen. So, sehr schön. Okay. Kein Problem. Okay, er greift zweimal an, das ist nice. Okay, so haben wir die schon mal einigermaßen da rausgelockt, die Feinde. Achso, der hat nur den einzigen Wiftbogen, aber gut. Habe ich nichts gegen. Aber das Schöne ist, von Weitem können die sich da nicht wehren, wenn wir die schießen. Dann, pass mal auf, wirst du dann ihn angreifen mit deiner Slim-Lanze da. Sehr schön. Bronzebogen. Gut, kann er jetzt nicht gebrauchen, aber beziehungsweise sie. Ich denke mal, Sybil sieht wie eine Sie aus, aber Tony sieht auch wie eine Sie aus. Das sind alles Sie's. Nee, dann soll... Naja gut, dann sollte gleich der Hasser den Bogen an sich nehmen. Ja, und der Igel, der bleibt auch erstmal da, würde ich sagen. Naja gut, nur der Hasser, der ist dann von denen zumindest... Naja, der einzige männliche. Aber na gut. Warum sollte es nicht auch Kriegerfrauen geben, nicht wahr? Nur es hat mich halt gewundert, dass hier quasi von denen die
die Frauen in der Mehrzahl sind. Aber normalerweise war das im Spiel eigentlich immer so, dass es meistens, naja, eben Kerle waren als Beschützer, aber mein Gott. Warum sollte das denn auch nicht mal anders sein, ne? So, warte mal. Nee, da sollte sie auf jeden Fall schon das Slim-Sphere benutzen. Ich kann mir vorstellen, dass man hier bei dem Fangame vielleicht sogar ein bisschen mehr auf die Frauenquote geachtet hat. So, der ist auch schon mal weg. Das ist schon mal gut. Dann kann der da jetzt noch angegriffen werden. Was kannst du denn so reißen? Und nicht so ganz viel. Ja, komm. Denke mal, der Markus, der macht das schon. Aber erst, wenn er getalkt hat. Here we are on the precipice. And here you are hesitating again. Might be, and it might be that such will always be my nature. Yet, with these fine soldiers all around me, I feel foolish to act so timidly. Huzzah, Lady Isidora, and into the breach. Huzzah! I've never seen him like this. Did this pressure finally break him? Ja, sollte reichen. Ha! Schlecht. Warum macht der denn nur Schaden, der Typ? Bei dem ist der etwa schon zu gut. Jawohl. So, der User. Kann der denn was reißen? Ich denke schon, ne? So, dann muss ich eigentlich erstmal soweit keine heilen. Aua! Ich hab schon ganz schön reingehauen. Dieser war 83%ige Chefvertrunks und der trifft einfach nicht. Gibt's nicht. Ja, also diese Schwertkämpfer, die machen hier so gut wie gar keinen Schaden. Die Axt- und Speerkämpfer schon auf jeden Fall eher. Aber das sind auch die Magier. Oh gosh, is that a Pegasus? Oh, it's so enchanting and deadly. Nay, it isn't the beast you need to worry about. It's the warrior that rides it. Millions strike without fear or mercy. They're trained to think, or bringing pride to the nation before all else. True enough, but they can only strike as deep as they do because of their stats. Their flight allows them to ignore mountains, rivers, forests, or any kind of choke point. They are a tactical nightmare. That makes sense, sir. Sir Igla, didn't you once say that you had taken Anelia Mercy as a lover? Lady Madeline. Ha! Somehow I imagined it was more like the other way around. Nun denn, wir haben es also mit Pegasussen oder was ist eigentlich mit die Mehrzahl von Pegasusse oder Pegasüsse oder nee, ich glaube Pegasi kann das sein. Pegasi. Oh Gott, da ist noch. Oh Gott. Die Magier machen ja elend viel Schaden. Geht hier mal gar nicht hier. Was machen wir denn da? Nee, das geht gar nicht. Der muss auf jeden Fall erstmal den Magier blockieren. Boah, warte mal. Wie weit können die? Auch ziemlich weit, aber nicht weit genug zum Glück. Ja, der Magier, der kann halt eine große Reichweite. Ja, das geht leider eigentlich nicht. Das können wir nicht bringen.
Ja, den muss ich eigentlich davor stellen. Item, aber natürlich hat er jetzt nichts, wo er sich heilen könnte. Aber im Prinzip müsste dann eventuell der Markus hier was reißen und das kann er auch. Aber Haken wäre dann eigentlich besser. Oh Mann. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Weil erstmal muss auf jeden Fall der Magier da blockiert werden, ganz klar. Okay, Waffenlevel gestiegen. Ist noch ein bisschen komplizierter hier. So, okay, also der hat jetzt 34 Lebenspunkte. Wenn der Magier einmal angreift, dann verliert der 11 dann nochmal. Ja, da können wir eigentlich nur hoffen, dass er nicht angegriffen wird. Also ein drittes Mal, meine ich. Vielleicht haben wir sogar Glück und er trifft nicht. Oh, okay. Perfekt. Aber ich denke, das hätte sich so oder so ausgezahlt. Ja, der schafft den auf jeden Fall auch. Wunderbar. Da ist dann auch wieder einer weniger. Ja, geil. Ein Erfahrungspunkt fehlt zum Levelaufstieg. Und ihr müsst dringend... Genau, die Heilerin beschützen. So. Und wenn die Seite an Seite kämpfen, dann steigt hier auch die Unterstützung. Und das heißt, wenn sie dann Seite an Seite kämpfen, dann... Ja, sind sie dann sozusagen etwas besser da in einem Kampf. Das ist natürlich auch nochmal ganz gut, dass man das so beeinflussen kann. Ich glaube, dann würde ich den da jetzt genau mit... Oder würde ich dann doch mit ihm lieber angreifen? Mit ihr meine ich. Ja, komm. Sehr geil. Ah, da ist so ein Magier. Den soll ich nochmal extra markieren. Und da sollte ich auch schon mal am besten dann mit ihm nach da, um den gleich aussorgen. Dann kann ich auch gleichzeitig noch den angreifen. Dann ist er auch schon mal weg. Geil. Sehr schön, sehr schön. Ja, du sollst hier auf jeden Fall so einen Trank gönnen. Okay. Ja, genau, so soll es passieren. Alles läuft nach Plan. Sehr schön. Perfekt einfach. Und ein Vulnerary. Da kommen sie, die Pegasusse. Pegasi. So, okay. Das, oh nein, das, nein, das ist so ungünstig, dass der dann da genau im Weg ist. Ja, toll, weil genau da kann er mich dann angreifen natürlich, ne? Was hat er denn überhaupt für einen Bogen? Ja gut, das geht ja noch. Aber das ist halt ein Archer, das ist kein normaler Bogenschütze, das ist ein Meisterschütze. Das ist das Problem dabei. Und ja, die Pegasi können uns jetzt auch noch angreifen. Ich glaube, in dem Fall wäre es dann nicht verkehrt, wenn wir dann erstmal so beieinander bleiben. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Das ist mir doch ein bisschen zu riskanter mit den Bogenschützen, ehrlich gesagt. Der Magier wäre dann zwar direkt ausgeschaltet, ne, aber ich schau nochmal. Ja, zumal der jetzt auch nur eine 69% Trefferchance hat, das ist mir dann tatsächlich so riskant. In dem Fall.
geht dann mal da. Oh nein, dann ist die Heilerin aber da im Gefahrenbereich. Stuff Heal. Jedes bisschen Heilung zählt. Am besten hier so Seite an Seite, dass jeder höchstens zweimal angegriffen werden kann. So, okay, dann, genau. Dann können wir jetzt direkt alle weiter aufbrechen zu dieser Seite. Da stand aber gerade was. Ach, Hellbird, oh nein. Die Axt ist effektiv gegen Reitereinheiten. Ich verstehe. Ach, und der eine da hat auch was effektiv gegen Reiter ist. Das ist auch nicht so toll. Also gut. Okay, die machen schon mal gar nicht so wenig Schaden. Aber das geht alles klar, würde ich sagen. Ach so, ist das ja. Der kleine Stinkel will sich jetzt eine Festung heilen. Dann machen wir auf alle Fälle erstmal die hier fertig. So ist schon mal sicher. Sehr schön. So, und der Markus, der kann dann die noch fertig machen. Oh ja. Waffenlevel D erreicht. Ja, und Lady Midland sollte den Haken auf jeden Fall heilen, ganz klar. So, und jetzt können wir uns, denke ich mal, schon so langsam da weiter wagen. Ich überlege aber gerade, jetzt rein theoretisch, mich würde ja schon interessieren, ob das dann irgendwie eine Auswirkung hat, weil das sind ja jetzt sozusagen zwei, wo es einmal der Chris und einmal die Edelweiß. Es heißt ja nur, dass wir die Edelweiß besiegen sollen. Den müssen wir nicht unbedingt besiegen. Ich frage mich, ob das dann irgendwie eine Auswirkung hat, wenn wir den am Leben lassen. Das Problem ist nur, ich habe keine Lust, ihn am Leben zu lassen, weil ich einfach alles töten will, was per 3 nicht am Baum ist. So. Und ehrlicherweise würde ich auch noch gerne wahrscheinlich das töten, was bei 3 auf dem Baum ist. Und dann würde ich die wahrscheinlich nachher noch da von dem Bäumen hier runterschütteln oder so. Jo, das war's dann erstmal wieder. Beginn! Oh nein, sie kommen, sie kommen! Der Bogenschütze kommt schon sogar freiwillig. This is a decisive movement. Ich frage mich nur, wie die beiden jetzt miteinander reden können, obwohl die eigentlich sich aufgeteilt haben. Wahrscheinlich schreien die gerade so zueinander. We must not waste that ground we have earned. Aye, hold fast, team. From here, there is no retreat. Ah, cool. Das finde ich cool, dass man zwischendurch auch, also dass zwischendurch mit dem Kampf dann auch so Speicherpunkte kommen, wenn das schon etwas länger dauert, so der Kampf an sich. Das finde ich gut. Ich fange direkt mal den an. To me, man. Cover me, man. Nichts da. Oh ja. Da ist ja viel aufgestiegen. Sehr geil. Die machen gar keinen Schaden bei dem. Finde ich gut. Hä? Was? Was ist denn jetzt? Kaputt. Oh! Ich verstehe, weil Level 10 erreicht hat, steckt jetzt automatisch eine neue Stufe auf. Also hat jetzt eine neue Klasse erreicht. Ja, geil! Ja, dann ist er jetzt noch besser, der Typ. Sehr geil.
Bei denen dauert es ja auch gar nicht mehr so lange. Der ist dann ja auch schon bald ja, eine Klasse aufgestiegen. Genau, Isadora muss auf jeden Fall noch hier hin. Ansonsten war es das, glaube ich, erstmal, ne? Ja, er vielleicht noch. So, das war es mit der Seite. Jetzt geht's weiter mit der Seite. So, die muss ich auf jeden Fall markieren. Weil er ja so eine gefährliche Waffe für Reiter hat. Und er ja auch, meine ich, ne? Ja. Ja, aber ich muss das eigentlich riskieren. So, das passt eigentlich auch. Ja gut, nicht ganz leider. Ach, der kann... Was? Wow. Ich hätte darauf achten sollen. Kann natürlich sein, dass er auch bis zu 4-mal damit angegangen ist. Das ist dann natürlich sehr geil. Jetzt mache ich nur ein bisschen Sorgen um den Sir Igler. Weil der eine ja diese effektive Waffe hat. Gegen den. Oh Mann. Der hat gesessen. Oh oh, oh oh. Wow! Alter, wie viel! Gibt's doch gar nicht so was. So, dann müsste der jetzt auch in die neue Klasse aufsteigen. Nee. Irgendwie nicht. Schade. Naja gut, man kann nicht alles haben. So wie sieht es denn jetzt hier aus? Nicht so gut. Der hält sich da einfach die ganze Zeit in der Festung. Was soll denn das? Na gut. Der hier kann sich dann sowieso nicht wehren. Genau, der kann dann von Haken richtig fertig gemacht werden noch. Und der eine da, ja gut, der kann dann eventuell noch danach fertig gemacht werden, aber schauen wir erstmal, was hier so geht. Der eine muss ja erstmal dringend weg. Das ist doch so mal klar wie Klos früher. Aber erstmal. So, das war er. Short Air kommt sicher. So, weg mit dem. Der war ja mordsgefährlich. Zumindest für, naja, berittene Einheiten. Ja, das passt. Was ist denn das für eine? Achso, ein Magier. Aber Moment. Ach, ein Schamane sogar. Ach du Scheiße. Mages Band. Warte mal. Imbued with the essence of a pilgrim enters increases rest grow po. Achso. So, was ist das? Oh, habe ich denn eine gute... Oh, scheiße, ich habe gar kein Heil-Item. Das soll ich für den auch nochmal dringend besorgen. Aber erstmal sind wir hier. Ja, der müsste eigentlich gleich auch dringend geheilt werden, wenn ich gerade. So, Chris ist schon mal tot. I seem to have made a grievous error. Ja, das gab natürlich sehr viele XP. Ah, okay. Deswegen. Ach so, erst geht's auf Level 10 und dann kommt die neue Klasse, ich verstehe. Er ist jetzt ein Mercenary. Nice. Skill acquired. Weapon Level 10.
So. Da ist er durch den Tod von diesem Chris nochmal aufgestiegen. Ich glaube, der sollte sich auch so ein bisschen zurückziehen gerade. Ein bisschen talken. Have I not risen to the challenge today? Tremble and hide fence, for I am coming forth. Marcus, sir! What is the matter, my lady? We must press on. Just give me... Charge! Charge! Also Dauer ist Level 7, ja okay, bei dir dauert es doch nur noch eine ganze Weile, bis er aufgestiegen ist. So, Marcus muss auf jeden Fall erstmal geheilt werden. So. Okay, das ist dann das. Ja, doch, ne? Vor allem, der macht ja gar keinen Schaden bei dem. Kann man mal machen. So, gut. Aber dann ist ja noch der Magier da. Ja, müssen wir erstmal so lassen, würde ich sagen. Und der ist schon gleich wieder vollgeheilt, der Magier, das gibt's nicht. Haha! 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 Der hat gesessen, was? Die schlagen sich ganz gut bisher. So, Mr. Igler, wie sieht's denn hier aus? Nee, das schafft er auf keinen Fall. Dann müssen wir wohl weiter erstmal warten, wie es aussieht. Bis die Schamane uns erreicht hat. Gut, müssen wir uns jetzt alle hier weiter nach vorne wagen. Heilerin. Naja, ich hoffe, sie schafft es auch noch durch. So, jetzt greift er schon wieder an, der Magier, wo er voll ist. Das war doch so klar. Und natürlich greift er die wehrlose Heilerin an. Das ist echt der größte Feigling hier auf dem Schlachtfeld. Dafür verdient er den Tod. Oh nein! Noch mehr Pegasi! Na komm. Sollte klappen. Yep. Okay, der greift also tatsächlich bis zu 4-mal an mit dem Bogen. Das ist ja richtig nice. So, der Schamane ist tot. Er hat Level C erreicht. Und ein Magus-Band. Sehr schön. Genau. Und du... Ja, kannst man dann erstmal vorne... Obwohl, warte mal. Du kannst auch das Dorf besuchen. Magic's a funny thing, isn't it? Always hear stories about people getting turned into frogs and being put to sleep for hundreds of years, or wizards bringing forests to life to fight off an army of the undead. But then you meet a mage and all he does is drink and set fire to stuff. My hobby says it's because of some catalysm from long ago that made the magic go out of the world, and that before magic was really like that. Before, he says, a mage could remake the world in his image, could write the song of life into whatever tune he fancied.
But now all we have is some rotting books and unchanged riffles. We have one such actually, it's the magic rope. Apparently, what's got spells worked right into the fabric. 1,000 years old, he says, to be honest, he kind of obsesses over this thing and I should be too upset to see it gone. Here, quickly now, I'll say someone stole it. Eine Angelikrobe, okay. Genau, und er sollte da die Festung, um sich zu heilen. So, jetzt geht's hier an den Kragen, du Feigling. So, wer könnte denn da am besten geeignet sein? So, dann erstmal direkt den Weg zur Festung blockieren. Aua. Die Baum ist hackt. So, die Lady Isadora, die kann ihnen noch den Rest geben. Wunderbar. Oh, Waffenlevel gestiegen, auch das ist wunderbar. Und jetzt wird erstmal einmal geheilt. Okay, die kommen leider zu denen da. Dann müssen wir leider wieder ein bisschen zurückgehen. Aber mit denen stürmen wir natürlich weiter vor. Was? When all else comes crumbling down, it can still rely on my blade arm. Try me, those who dare, stand before me and kneel under my wrath. So, ich weiß, Bogen sind sehr effektiv gegen Flugeinheiten, also weg damit. Machen wir kurz einen Prozess. Short, ja, das passt. Wir schlagen uns alle verdammt gut und wir haben bisher auch ja, nicht einen einzigen verloren. Ne? Das ist natürlich auch gut so. Ja, und jetzt, die kommt da eh nicht aus der Festung raus. Okay, dann können wir uns ja auch vorwagen. Gerade kann er sich selbst heilen. Oh nee. Welch eine Ironie. Sie kann andere vor dem Tod retten, aber sich selbst kann sie nicht retten. Eventuell. Der Igler, der erholt sich so langsam auf wieder. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Kann sie ihn da fertig machen? Nee, sieht nicht so aus. Aber er. Und
Der macht dann noch den fertig und dann ist auch nur noch die Edelleister. Ja, also wenn jetzt nichts Böses passiert, sondern irgendwie Verstärkung holt, dann ist der Sieg eigentlich schon unser. So gut wie niemand kann uns aufhalten. Im Prinzip kann ich eigentlich mit den Bogenschützen da jetzt die aus der Entfernung besiegen, ne? Das kann ich eigentlich so frech sein und das machen. Noch ein bisschen mit Herr Igler, aber naja, schauen wir mal. Wie sieht's hier aus? Ja, eventuell, er kann auch noch was machen, aber schauen wir erstmal. Tja, also ich kann eigentlich nur auf den Tod warten. Wenn wir mal ehrlich sind. Ach so, aber genau. Einmal. Oh, was ist denn das? Ach so, das. Ja, aber ich denke, der kann das ruhig behalten. Hier, Monsterbogen. Swift, Monster. Komm, greif erstmal damit an. Aus sicherer Entfernung. My, what fantastic specimens. You will all make the finest canvases for my work. Tja, scheiße, wenn man sich nicht wehren kann, ne? Ja, stimmt, die hat sich immer ein bisschen wieder. Ja gut, die machen jetzt auch nicht so viel damit tatsächlich, aber naja, es sollte reichen, ne? Bisschen demütigen für die, klar. Oh mein Gott, ne? Das, ach nee, das ist alles so ungewiss. Ah komm, er wendet die Sache mal, würde ich sagen. Aus sicherer Entfernung. No, no, no. No, 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 no! No, this is not possible. I will not, I can't. My sister, I hope you'll forgive. Wow, was für erbärmliche letzte Worte. Nein, nein, nein. Ja klar, kann ich schon verstehen. Das ist bestimmt schon ein bisschen frustrierend, ne? Wenn man so ja, aus der Ferne getötet wurde und einfach nichts dagegen machen kann. Und selbstverständlich der S-Rang. Am I glad that is over? Hassa, was it? What are your options? There are probably several other scouting parties like this out and dubbed. We'll need to take care to avoid another encounter. Additionally, the main camp will be expecting them to report back and will likely send search parties soon. So we need to be fast as well as careful. But can you handle it? Just have the other half of our purse ready. Every day by your side is proving to be an adventure, Blutiger. It isn't always like this, sir. You just happen to have joined me at an exciting time. I would have it any other way. It seems this is fast escalating into war, my lord. I have to hope you're wrong about that, sir. As do I. Lady, I'm afraid I must escort you back to Caelan before the situation gets any worse. Your father must be beside himself. I'll hear nothing of the sort, Sir Igler. You are to accompany me wherever I should them to wander, and not the other way around. Of course, milady. Ha! Lady Madeline, I think I might be falling in love with you. I am flattered you would say so. Alas, the day has made me weary and I would like to retire to the pavilion.
That won't be possible, milady. Whatever do you mean? Surely, my lady, recognize that my steed alone cannot carry the materials needed to erect such a thing. But does that mean no marquee either? No benches or tables? Please tell me we at least have decent cushions. Lady Madeline. Barbarism is its swan's tent. My tent shall be at a great, milady. It's the best I can offer you under these circumstances anyway. Pooey! It's not too late to take Sir Eagler up on his offer to escort you back home. Oh, you would love that, wouldn't you? No, I shall just have to bear it. Come, milady, the sun will be rising soon and it will be much harder. Fall asleep. Very well. Good night, milady. Good night. Marcus, what was with you today? You were behaving so queerly. Marcus, are you crying? Lady Isadora, no, I was just... You were shaking like a leaf. Talk to me, Marcus. It was so much uglier than I ever imagined, Isadora. The screaming, the excrement, the begging. I was a demon and they were babes and I cut them down with no mercy. Könnte grad nicht sein, wa? I never expected them to resist me. I thought they would just have their spears and break under my charge, but they made me... I know. Hush, it's okay. Neither of us had ever killed before. Naja, doch eigentlich schon, ne? Die Soldaten, die kämpfen davor. It was a monstrous day. Ja, aber wahrscheinlich nicht so viele. Then why are you so calm? Why aren't you covered in your own sick, babbling like a child? I don't know, perhaps it hasn't hit me yet, in which case I need you to pull yourself together, alright? So that you can help me soothe it when it does. Alright, thank you, milady. It was nothing, sir. Thousands in cavalry alone, double in infantry, a full brigade of armor, enough magical support to Lancaster, each company, perhaps even each section. And this is just their main camp? Yes, I also identified around 24 scouting teams. And the girls reported another dozen between them. Subtrain reinforcements as their primary guard. One wagon of supplies and one of artillery components will embark as a group with a company. Moving to the next fortification on the route when the convoy behind them arrives. The force isn't growing as fast as we had predicted, but in the time it would take the Austrian infantry to arrive here, it will have doubled in size. Thank you, Hussar. Sire. End of Akt 1. Ist jetzt natürlich die Frage, ob das jetzt einfach ein Text ist oder nicht. Naja, aber spielt eigentlich keine Rolle, denn, naja, das war jetzt so oder so lange genug der Part, ne? Dann machen wir so oder so nächste Woche weiter. Aber bis zum zweiten Feature noch hier, wie wir sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.